Hey Leute, hier ist Moritz von MTB News. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neben mir steht das brandneue RAW Jib V2. Es ist unverkennbar ein RAW, hat aber ein paar coole Detailänderungen, die es vom Vorgänger abgrenzen. Wie sich diese Änderungen auswirken und wie sich das neue RAW Jib V2 auf dem Trail schlägt, das erfahrt ihr jetzt hier im Video. Erstmal zu den wichtigsten Eckdaten vom RAW Jib. Es ist ein Trailbike, es hat 150 mm Federweg vorne und jetzt 130 mm am Heck. Ist minimal weniger als am Vorgänger, der hatte noch 135 mm, jetzt eben Ticken weniger. Ansonsten eben unverkennbar ein RAW. Hat eben diesen klaren Aluminiumrahmen mit der sehr, sehr coolen, zeitlosen Designsprache. Es hat weiterhin alle gut gelösten Details, die man von RAW kennt, beispielsweise komplett außen verlegte Züge, die den Service deutlich erleichtern, großzügig dimensionierte Lager, sehr umfangreicher Schutz am Hinterbau. Also alles Lösungen, die das Leben auf dem Trail deutlich leichter machen und natürlich der Haltbarkeit und der Langlebigkeit des Bikes dienen sollen. Was jetzt am Jib V2 Neues und anders ist und es vom Vorgänger unterscheidet, ist das sogenannte Toolbox-System. Das ist eine austauschbare untere Dämpferaufnahme, mit der ihr allerlei Parameter anpassen könnt. Ihr könnt unter anderem die Tretlagerhöhe um plus minus 3 mm dadurch verstellen und ihr könnt die Progression des Hinterbaus um plus oder minus 3% verändern. Außerdem könnt ihr über dieses Toolbox-System bzw. über die Dämpferaufnahme die Laufradgröße anpassen. Serienmäßig kommt es als 29er, ihr könnt es aber auch als Mallet fahren. Dazu habt ihr die Möglichkeit, die Kettenstrebenlänge zu verstellen. Da gibt es 3 verschiedene Settings. Wer das Rad mit SRAM UDH-Schaltauge fahren will, hat auch die Option. Dann fällt eben die Option, die Kettenstrebenlänge anzupassen, weg. Aber insgesamt ein super vielseitig anpassbares Rad. Ebenfalls neu ist und was man schon vom großen Bruder bzw. der großen Schwester Madonna kennt, ist, dass es jetzt 2 unterschiedliche Umlenkhebel gibt. Einmal den Rocker 50 und einmal den Rocker 55. Der Rocker 50 ist für alle Fahrerinnen und Fahrer bis ungefähr 90 Kilo geeignet. Der Rocker 55, der passt die Kinematik und die Progression ein bisschen an, damit auch schwere Fahrerinnen und Fahrer in den Genuss eines hervorragend funktionierenden Hinterbaus kommen und vor allem nicht so krass hohe Luftdrücke im Dämpfer fahren müssen. Was ebenfalls noch ein ganz interessantes Detail ist, wenn man die Kombination aus Rocker 50 und einem Dämpfer mit 55 mm Hub fährt, dann erhöht sich der Federweg am Hinterbau ein bisschen auf 141 mm und in Kombination mit einer Federgabel mit 160 mm hat man dann sozusagen ein RAW Jib LT, was irgendwo zwischen dem regulären Jib auf der einen Seite und dem RAW Madonna sitzt und noch so ein bisschen mehr in Richtung Abfahrt oder ich weiß nicht, manche sagen dazu auch All Mountain geht. Ist auf jeden Fall eine super spannende Option und es ist einfach insgesamt eine sehr, sehr coole Sache, dass man so viele Konfigurationsmöglichkeiten und Verstelloptionen am RAW Jib V2 hat. Was die Geometrie angeht, wird das RAW Jib V2 in 5 verschiedenen Größen von S bis XXL angeboten. In Größe L, wie wir es hier gefahren sind, hat es einen Reach von 470 mm, also nicht so wahnsinnig lang, und einen 649 mm hohen Stack. Das ist RAW-typisch, also keine übertriebenen Reach-Werte, dafür aber ein sehr, sehr hohes Cockpit und eine Tretlagerabsenkung von 35 mm. Das heißt, man steht sehr, sehr tief im Rad und sehr aufrecht, was gerade für die Abfahrt eine super coole Sache ist. Dazu ein steiler Sitzwinkel und ein vergleichsweise langes Heck, das auch noch über die Rahmengrößen hinweg wächst. Das RAW Jib wird nur als Rahmenset angeboten mit Öhlins oder mit Fox-Fahrwerk. Unser Testbike hat eben jedes Fox-Fahrwerk, Fox Factory vorn und hinten. Dazu Komponenten von One-Up, also Lenker und Sattelstütze, Shimano XT-Bremsen, Shimano XT-Drivetrain, Newman-Laufräder und eigentlich Maxxis Exo Plus Reifen. Den Hinterreifen haben wir leider kaputt gemacht. Ansonsten, so wie es hier steht, ohne Pedale wiegt es 15,8 Kilo. Ist jetzt natürlich kein Rekordwert und ich bin mir sicher, dass ein paar Leute in den Kommentaren posten werden, dass ihr Cube All Mountain aus 2012 irgendwie 11,8 Kilo wiegt und mit den 26 Zoll Reifen auch wunderbar fährt. Ja, es ist halt ein Heavy-Duty-Trailbike, was auf Langlebigkeit und die Abfahrt ausgelegt ist, aber natürlich definitiv kein Leichtgewicht. Wir sind das RAW Jib V2 jetzt in den letzten Tagen auf den harten Trails in Südfrankreich gefahren, hatten hier perfekte Testbedingungen und sind auch einige Höhenmeter aus eigener Kraft erkurbelt. Bergauf macht das RAW Jib V2 wirklich eine gute Figur, was durch den steilen Sitzwinkel kommt. Man sitzt wirklich sehr, sehr zentral. Mir persönlich hat die Sitzposition richtig gut gefallen. Vielleicht kann man sich daran stören, wenn man diese sehr modernen Geometrien mit dem sehr steilen Sitzwinkel nicht gewöhnt ist, aber kommt man wunderbar mit klar. Es ist kein Sprintwunder bergauf, es ist nicht das allerschnellste Rad im Uphill,
aber man kann wirklich absolut problemlos viele Höhenmeter aus eigener Kraft erkurbeln. Bergab waren wir dann richtig erstaunt, wie viel Abfahrtspotenzial in diesem kleinen, schicken Alurad steckt. Beim Namen Jib vermutet man vielleicht, es ist so ein kleines, verspieltes Trailbike, mit dem man schön hüpfen kann und hier mal einen Sprung und da mal an der Kante abziehen, was dann aber total nervös wird auf dem Trail. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Das Raw Jib auch in der zweiten Version ist im Prinzip ein Mini-Enduro mit wenig Federweg, was man schön verspielt auf dem Trail platzieren kann, was aber richtig krass ballern kann. Also das Rad liegt super stabil auf der Strecke und auch im Grenzbereich. Wenn man so ans Ende des Federwegs kommt, dann macht das Raw Jib V2 wirklich alles mit und sagt eher so, jo, kein Ding, gib mir mehr. Da waren wir wirklich von erstaunt. Hatten wahnsinnig viel Spaß mit dem Jib V2, konnten es auch richtig pushen, sehr schnell auf den Trails unterwegs sein und hatten eigentlich in wirklich jeder Lebenssituation auf dem Trail das Gefühl, richtig viel Kontrolle zu haben. Unser erster Eindruck vom Raw Jib V2, wer auf der Suche nach einem federleichten Carbon-Trailbike ist, was am besten noch durch den Steuersatz verlegte Leitungen hat, der sollte lieber abschalten oder sich definitiv nicht das Jib V2 kaufen. Wer aber einen richtig zuverlässigen Begleiter sucht, mit dem man es bergab richtig krachen lassen kann und dazu auch auf Aluminiumrahmen mit wirklich sinnvollen, stimmigen und durchdachten Details steht, der könnte mit dem Raw Jib V2 den perfekten Begleiter finden. Das war unser erster Test vom brandneuen Raw Jib V2. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut einfach in unseren Artikel auf MTB News, den verlinken wir euch. Und ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren eure Fragen posten, die beantworten wir euch natürlich gerne. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst, wie es läuft, abonniert unseren Kanal und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss!